Wenn Sie Ihre Großeltern besuchen, was würden Sie als Mitbringsel mitnehmen? Ein Messer, Handschuhe, einen Hammer, vielleicht Kabelbinder oder einen Bolzenschneider. Die heutige Geschichte ereignete sich in Craigmore, einem Vorort von North Adelaide in Südaustralien. In der ersten Augustwoche 2016 bemerkten mehrere Anwohner, dass einer ihrer Nachbarn verschwunden war. Frische Zeitungen stapelten sich nach und nach vor seiner Haustür. Besonders beunruhigend war, dass der vermisste Nachbar ein alleinstehender älterer Mann war. Die besorgten Nachbarn gingen zu dem plötzlich leerstehenden Haus und klopften an die Tür. Vielleicht war der Hausbesitzer krank und brauchte Medikamente. Oder er war unglücklich die Treppe hinuntergestürzt und konnte nicht mehr zum Telefon gelangen, um Hilfe zu rufen. Die Gedanken waren unterschiedlich, doch sie verflogen schlagartig, als sich herausstellte, dass die Eingangstür des Hauses nicht verschlossen war. Das war sehr verdächtig, denn in den letzten Monaten vor seinem Verschwinden war der Mann ein begeisterter Verfechter der Sicherheit gewesen. Kürzlich hatte er sogar die Polizei wegen eines seltsamen Autos gerufen, das in der Nachbarschaft stand, und seinen Zaun verstärkt, weil er den Eindruck hatte, dass jemand versucht hatte, in seinen Hinterhof einzudringen. Als die Nachbarn das Haus betraten, war sofort klar, dass dort etwas Schreckliches passiert war. Die Sachen lagen in Unordnung herum, die Schränke waren offen, die Schubladen herausgezogen. Es sah so aus, als hätte jemand im Haus nach etwas gesucht. Am schockierendsten war jedoch die Blutspur, die in die Küche führte. Dort lag der Hausbesitzer auf dem Boden. Er war tot. Die Wunden an seinem Körper deuteten darauf hin, dass der Mann mehrmals mit einem Messer gestochen worden war, und neben der Leiche lag eine blutige Serviette. Dieser Mann war der 81-jährige Robert Whitwell. Er wurde als gütiger, sanftmütiger Mensch beschrieben, der keiner Fliege etwas zuleide tun konnte. Robert war ein echter Gentleman, ausgeglichen, freundlich und immer bereit, anderen zu helfen. Viele Nachbarn kannten und liebten ihn. Er trug immer denselben Anzug, stritt sich nie mit jemandem und erhob nie seine Stimme, sondern versuchte stets, das Richtige zu tun. Whitwell war ein sehr unabhängiger, älterer Mann. Ein Ehemann, Bruder, Vater und Großvater, wie man ihn sich nur wünschen kann. Robert stand seiner Familie immer sehr nahe. Sie kamen zu Weihnachten und Geburtstagen zusammen, telefonierten regelmäßig miteinander und nahmen aktiv am Leben des jeweils anderen teil. Zum Zeitpunkt seines Todes war Robert noch verheiratet. Er behandelte seine Frau wie eine Königin, doch in letzter Zeit lebte sie in einem Pflegeheim. Die Frau litt an seniler Demenz und benötigte medizinische Pflege. Robert besuchte sie jeden Tag zur gleichen Zeit. Er hielt ihre Hand, kämmte ihr die Haare und erzählte ihr, wie glücklich sie in ihrer Jugend gewesen waren. Neben seiner Frau liebte Robert Whitwell seine Enkelkinder, obwohl sie weit entfernt von ihm lebten. Als Ryan und Brittany geboren wurden, ließ ihr Großvater sie kaum noch aus den Armen. Auf allen Familienfotos umarmte Robert seinen Enkel und seine Enkelin zärtlich und wartete sehnsüchtig darauf, dass sie ihn besuchen kamen. Selbst als seine Enkel erwachsen wurden, behandelte er sie weiterhin mit derselben Wärme und Liebe. Ein paar Monate vor der Tragödie kam sein Enkel Ryan zu Besuch und sie gingen gemeinsam in ein Café zum Abendessen. Robert erzählte stolz allen Mitarbeitern des Lokals, dass dies sein Enkel sei. Robert Whitwell war ein liebenswürdiger, aufmerksamer Mensch, dem in seinem eigenen Haus auf grausame Weise das Leben genommen wurde. Doch wem konnte der ältere Mann in die Quere gekommen sein? Wer hat die Hand gegen den 81-jährigen Hausbesitzer erhoben? War es ein missglückter Raubüberfall oder gab es einen weitaus schlimmeren Grund für den Angriff? Genau diese Fragen musste die Polizei beantworten. Und es dauerte nur 3 Wochen, bis sie Antworten erhielt. Das Motiv für das Verbrechen war Geld und die Gier eines Menschen. Jemand hatte erfahren, dass Robert eine beträchtliche Summe in seinem Haus aufbewahrte und beschlossen, dass dieses Geld wertvoller sei als Roberts Leben. Wer also hat das Leben dieses wunderbaren Menschen missachtet? Die Antwort auf diese Frage schockierte und empörte die meisten Menschen, die von diesem Fall hörten. Denn eine der 3 Festgenommenen war Brittany Jade Dwyer, eine junge Frau und die geliebte Enkelin von Robert Whitwell. Brittany war seit ihrer Kindheit ein Wildfang und konnte ihre Meinung gut vertreten. Das Mädchen liebte Abenteuer. Zusammen mit ihrem Bruder Ryan verbrachte sie viel Zeit in der Gesellschaft von Jungen und vernachlässigte die Gesellschaft von Mädchen.
Im Laufe der Jahre verwandelte sich das lebensfrohe Kind allmählich in eine schwierige Teenagerin, die sich für die dunkle Seite des Lebens begeisterte und zu Gewalt, dem Konsum illegaler Substanzen und destruktivem Verhalten gegen sich selbst neigte. Britney interessierte sich für Friedhöfe, Waffen und ähnliche Dinge. Wahrscheinlich war Britney ein zutiefst unglücklicher Mensch, denn wie ließe sich sonst ihr Drang erklären, sich selbst Schaden zuzufügen? Als ihre Mutter Tanya von den Problemen ihrer Tochter erfuhr, brachte sie das Mädchen zu einem Psychologen. Die Frau wollte nicht, dass ihr Kind litt, aber offenbar halfen die Arztbesuche nicht besonders. Dafür lernte Britney bei einer der Sitzungen ein Mädchen namens Shelby kennen und freundete sich mit ihr an. Von ihrer neuen Freundin wurde Britney mit dem Interesse an der dunklen Seite des Lebens angesteckt und ihre Korrespondenz war voller Überlegungen zu Verbrechen. Die Mädchen liebten Horrorfilme und schrieben darüber, wie sie herumlaufen und Menschen die Kehle durchschneiden würden. Sie gingen oft auf Rave-Partys und gerieten dort in gewalttätige Auseinandersetzungen. Später behauptete Shelby, dass alle ihre Unterhaltungen im Messenger nur ein Scherz gewesen seien, aber angesichts dessen, was mit Robert Whitwell passiert ist, war es wohl kaum nur leeres Geschwätz. Tatsächlich war Britney nicht immer so. Sie hatte eine gute, liebevolle Familie, eine angemessene Erziehung, eine ordentliche Ausbildung und ein recht wohlhabendes Leben. Eine Zeit lang wollte sie sogar Polizistin werden, doch dann erkannte Britney, dass sie ihre Aggressivität und ihren Zorn nicht unter Kontrolle bringen konnte und ihr Wunsch, eine Laufbahn bei der Polizei einzuschlagen, rückte ganz nach unten auf ihrer Wunschliste. Außerdem verschlechterten sich Britneys Schulnoten erheblich, nachdem sie sich mit Shelby angefreundet hatte. Die Mädchen wurden beste Freundinnen und verbrachten viel Zeit miteinander. Sie fuhren mit dem Auto durch die Gegend, gingen an den Strand und suchten nach Unterhaltung. Zunächst sah alles wie eine normale Teenager-Freundschaft aus, doch mit der Zeit entwickelte sich die Verbindung der beiden Mädchen zu etwas Dunklerem. Als sie älter wurde, zog Britney aus dem Elternhaus aus und lebte fortan allein. Die fehlende elterliche Kontrolle führte dazu, dass sie begann, illegale Substanzen zu konsumieren und schwer abhängig wurde. Natürlich fehlte ihr das Geld und sie zerbrach sich den Kopf darüber, woher sie es nehmen könnte. Im Mai 2016, als Britney zusammen mit ihrer Mutter ihren Großvater besuchte, wurde sie zufällig Zeugin eines Gesprächs zwischen Tanya und Robert. Der ältere Mann gestand seiner Tochter, dass er seine gesamten Ersparnisse in Höhe von 110.000 australischen Dollar in bar im Haus aufbewahrte. Tanya war sehr überrascht und versuchte ihren Vater davon zu überzeugen, dass dies gefährlich sei, da jemand in das Haus einbrechen, das Geld stehlen und Robert selbst Schaden zufügen könnte. Aber der ältere Familienvater winkte nur ab und sagte, »Ja, wer braucht das schon?« Weder Robert noch Tanya bemerkten, dass Britney die ganze Zeit im Flur stand und lauschte. Es kam ihnen nicht einmal in den Sinn, dass die potenzielle Gefahr eines Raubüberfalls von ihrer Enkelin ausgehen könnte. Als sie nach Hause kam, erzählte sie ihrer besten Freundin Shelby davon und die beiden beschlossen, Robert Whitwell, Britneys Großvater, auszurauben. Die Freundinnen lebten in Brisbane, Robert in Adelaide. Die Entfernung zwischen Brisbane und Adelaide betrug 1601 Kilometer in Luftlinie und etwa 2000 Kilometer auf der Straße, sodass sie einen geeigneten Zeitpunkt wählen und sich gründlich vorbereiten mussten, um das Geld unbemerkt zu stehlen. Nach ihren Angaben hatten sie nicht vor, alle Ersparnisse an sich zu nehmen, sondern wollten nur ein wenig Bargeld mitnehmen, in der Hoffnung, dass Robert den Verlust nicht einmal bemerken würde. Und schon gar nicht wollten die Freundinnen dem älteren Mann Schaden zufügen. Nur befanden sich in Britneys Tasche, die sie mit auf die Reise genommen hatte, ein Messer, Handschuhe und Kabelbinder. Eine seltsame Auswahl an Gegenständen, wenn man seinen geliebten Großvater besuchen will. Zuerst beschlossen die Verschwörerinnen, Robert und sein Haus zu beobachten, um die Lage auszukundschaften und herauszufinden, wohin und wann er ging. Irgendwann hatte Shelby es satt, im Auto zu sitzen und ging hinaus, um in der Nachbarschaft spazieren zu gehen. Britney konnte das nicht tun, weil ihr Großvater sie sicher bemerkt hätte. Shelby schlenderte gemächlich an Whitwells Haus vorbei, als Robert auf die Straße trat. Als er die junge Frau auf der Straße sah, lächelte der Mann freundlich und grüßte sie, obwohl sie sich nicht kannten. Nach dieser flüchtigen Begegnung schickte Shelby Britney eine Nachricht. »Oh mein Gott, er ist so süß.
worauf Roberts Enkelin antwortete, dass ihr Großvater zwar wirklich sehr süß sei, Shelby sich aber nicht an ihn binden sollte, da er möglicherweise sterben müsse. Wie dem auch sei, nachdem Robert Whitwell das Haus verlassen hatte, beschlossen Brittany und Shelby, die Gelegenheit zu nutzen und sich unbemerkt über den Hinterhof auf sein Grundstück zu schleichen. Sie fanden eine Holzkiste, stellten sie an den Zaun und versuchten, darüber zu klettern. Doch dann bellte der Hund des Nachbarn und machte seinen Besitzer auf sie aufmerksam. Am Ende hatten sich die Diebinnen die Hände und Beine aufgeschürft und waren so verängstigt, dass sie mit leeren Händen davonliefen. Nach dem gescheiterten Versuch, über den Zaun zu klettern, weigerte sich Shelby, an der fragwürdigen Aktion teilzunehmen. Sie wollte nicht zurückkommen und es noch einmal versuchen, sodass Shelby nicht dabei war, als Brittany das nächste Mal nach Adelaide zurückkehrte. Es war eine andere Freundin, eine junge Frau namens Bernadette Burns. Bernadette war 21 Jahre alt und ihr Leben geriet aus den Fugen, nachdem sie das Sorgerecht für ihre kleine Tochter verloren hatte, die sie mit 17 Jahren zur Welt gebracht hatte. Wie Brittany war auch Bernadette abhängig von illegalen Substanzen und brauchte dringend Geld, um ihre Sucht zu finanzieren. Es war Bernadette, die wenige Monate nach dem ersten Raubversuch mit Brittany zurück nach Adelaide fuhr. Nur, dass diesmal nicht einfach nur ein Einbruch geplant war. Der Plan war, Rache zu nehmen. Sie fuhren den langen Weg nach Adelaide, wo Robert lebte. Brittany bereitete sich gründlicher auf das Verbrechen vor. Jetzt hatte sie einen Bolzenschneider, eine Metallschere, einen Hammer, Handschuhe, Kabelbinder und ein Messer in ihrer Tasche. Zunächst wollten die Verschwörerinnen gemeinsam das Haus von Brittany's Großvater betreten, doch als Bernadette erfuhr, was dort genau geschehen sollte, beschloss sie, im Auto zu bleiben, um nicht zur Mittäterin des Überfalls zu werden. Sie übernahm lediglich die Rolle der Fahrerin. Brittany ging zu Robert, frühstückte mit ihrem Großvater und machte es sich auf dem Sofa bequem, wo sie sich ein Album mit Familienfotos ansah. Der hilflose, einsame Mann freute sich so sehr über den unerwarteten Besuch seiner Enkelin, dass er seine Gefühle nicht zurückhalten konnte. Mit großer Naivität zeigte er ihr alte Fotos, auf denen Brittany und Ryan noch klein waren, erzählte von seiner Frau und ihrem Gesundheitszustand und erinnerte sich an glückliche Momente seiner Jugend. Robert konnte sich nicht vorstellen, zu welchem Zweck seine geliebte Enkelin nach Adelaide gekommen war. Während dieses Gesprächs verlor Brittany die Beherrschung, offenbar fühlte sie sich schuldig. Sie schrieb Bernadette sogar in einem Messenger, dass sie kaum in der Lage sein würde, das zu tun, was sie sich vorgenommen hatten. Doch anstatt diese vernünftige Idee zu unterstützen, antwortete ihre Freundin Brittany mit einer Nachricht, in der sie aufforderte, sich zu beruhigen und die Sache zu beenden. Schließlich waren sie weit gereist und hatten viel Geld für Benzin ausgegeben. Außerdem würde Brittany's Mutter sicherlich von diesem seltsamen Besuch erfahren und Fragen stellen. 10 Minuten nach Bernadettes Nachricht sagte Brittany ihrem Großvater, dass es Zeit für sie sei, zu gehen. Robert stand vom Sofa auf, um seine Enkelin zur Tür zu begleiten. Doch als sie die Tür erreichten, drehte sie sich um, zog das Messer, das sie mitgebracht hatte, und stach ihrem Großvater in die Kehle. Der Mann hatte offensichtlich nicht mit einem solchen Verrat gerechnet und konnte nicht glauben, dass das Mädchen, das er so sehr liebte, seinen Tod wollte. Robert wich zurück, streckte die Arme aus und legte sie Brittany auf die Schultern, als wollte er fragen, was los sei, doch statt einer Antwort erhielt er noch ein paar Messerstiche in Brust und Hals. Und dann geschah etwas, das sich mit Worten nicht beschreiben lässt. Der 81-jährige Robert Whitwell schlurfte schwerfällig in die Küche, nahm eine Serviette und drückte sie sich auf den Hals, um die Blutung zu stoppen. Seine Enkelin Brittany half ihm, sich an den Küchentisch zu setzen und begann selbst, das Geschirr zu spülen. Sie wusch alle Tassen und Löffel und dann auch das Messer, mit dem sie ihren Großvater angegriffen hatte. Brittany beschäftigte sich absichtlich mit anderen Dingen, um Zeit zu gewinnen. Als sie mit dem Abwasch fertig war, war Robert bereits tot. Der Mann war an den Stichwunden gestorben, die ihm seine eigene Enkelin zugefügt hatte. Jetzt lag sein lebloser Körper auf dem Boden, daneben lag die Serviette, mit der er zuvor die Wunde gestopft hatte. Brittany schrieb Bernadette eine Nachricht mit den Worten: »Alles erledigt, Alter.« Und das alles nur wegen Geld, das die Täterinnen nicht einmal bekommen hatten. Die Freundinnen durchsuchten das ganze Haus, fanden aber nichts.
Bernadette geriet in Panik, dass jemand aus der Nachbarschaft den Lärm hören, die Polizei rufen und sie verhaften könnte. Deshalb verließen sie Roberts Haus und nahmen nur $1.000 mit, die in seiner Brieftasche lagen, sowie ein paar Münzen und 2 Digitalkameras. Sie kamen zu dem Schluss, dass der Großvater die Geschichte über seine Ersparnisse erfunden hatte, und verließen das Haus. Die Polizei fand Robert Whitwells Leiche 3 Tage später, nachdem besorgte Nachbarn den Notdienst alarmiert hatten. Bei der Durchsuchung des Hauses fanden die Ermittler $13.000, weitere $98.000 waren im Schuppen versteckt. Nachdem die Nachricht über das Verbrechen, das im Haus eines alleinstehenden älteren Mannes begangen worden war, an die Öffentlichkeit gelangt war, erfuhr Britney, dass ihr Großvater doch Geld gehabt hatte. Sie schickte Bernadette eine wütende Nachricht und warf ihr vor, dass sie daran gehindert habe, die Durchsuchung des Hauses ihres Großvaters ordnungsgemäß abzuschließen. Genau so gleichgültig und herzlos war Britney, eine junge Frau, die ihren eigenen Großvater umgebracht hatte. Anstatt das Geschehene zu bereuen, dachte sie immer noch an das Geld. Während der Ermittlungen benahm sich Britney wie ein ganz normaler Teenager, der über den plötzlichen Tod eines geliebten Menschen traurig war. Als ihre Mutter Tanya ihrer Tochter zum ersten Mal mitteilte, dass Robert bei einem missglückten Raubüberfall ums Leben gekommen war, brach Britney zusammen und fiel in hysterisches Weinen. Sie tat so, als sei sie von dieser tragischen Nachricht erschüttert. Tanya bat ihre Tochter, mit ihr nach Adelaide zu fahren, um alles zu klären. Als Britney im Haus ihrer Mutter erschien, sah sie schrecklich aus, als hätte sie eine ganze Woche lang nicht geduscht und sich nicht einmal die Haare gekämmt. Wahrscheinlich war das auch so. Doch zu diesem Zeitpunkt achtete niemand aus der Familie auf ihr Aussehen. Sie hatten wichtigere Sorgen. Sie mussten rechtzeitig zum Flugzeug kommen. Am selben Tag fuhren Tanya, Ryan und Britney nach Adelaide. Als sie dort ankamen, stellten sie fest, dass entlang der Straße, in der Robert gewohnt hatte, immer noch Polizeiautos standen und sein Haus mit einem Absperrband, das den Tatort kennzeichnete, abgesperrt war. Als Britney das sah, brach sie zusammen. Sie erlitt einen schweren emotionalen Zusammenbruch und ihre Mutter musste sie sogar beruhigen. Aber seltsamerweise wirkte Britney, als ihre Familie nicht anwesend war und sie allein auf der Straße stand, überhaupt nicht verstört. Sie saß in der Nähe des Hauses ihres Großvaters und starrte auf ihr Handy, als würde sie einfach darauf warten, dass alles vorbei sei. Es war offensichtlich, dass Britney vor ihren Angehörigen Theater spielte. Unterdessen gingen Roberts Tochter Tanya und sein Enkel Ryan durch das leere Haus, durchsuchten seine Sachen und stellten sich mit schmerzendem Herzen vor, was Robert am Tag vor seinem Tod getan hatte. Sie fanden auf dem Tisch eine Geburtstagskarte für Roberts Enkel Ryan, die ihr Großvater unterschrieben hatte und verschicken wollte. Dort stand auch sein Laptop, geöffnet bei der Fotovorschau. Vom Bildschirm blickte Roberts Frau, die zu dieser Zeit in einem Altenheim lebte, auf ihre Verwandten herab. All diese Tage verhielt sich Britney so, als würde sie gemeinsam mit allen anderen trauern. Sie fuhr mit ihrem Bruder im Auto mit und sagte, dass sie sich nicht mit dem Tod ihres Großvaters abfinden könne. Sie weinte, wenn die ganze Familie trauerte, doch in Wirklichkeit spielte sie nur eine Rolle. Das Einzige, was sich an ihrem Verhalten geändert hatte, war, dass Britney sehr viel rauchte, eine Zigarette nach der anderen, was jedoch alle schlicht dem Stress zuschrieben. Dennoch gelang es Britney recht geschickt, ihre wahren Gefühle zu verbergen. Ihre Freundin hingegen fühlte sich deutlich schlechter. Bernadette konnte das schreckliche Geheimnis nicht für sich behalten und erzählte es ihrer Mitbewohnerin. Sie berichtete, dass der Zweck der Reise nach Adelaide darin bestanden habe, Britneys Großvater auszurauben. Doch dann geriet alles außer Kontrolle. Noch bevor sie Brisbane verließen, scherzte Britney, dass sie ihren Großvater umbringen wolle. Bernadette glaubte ihr nicht und dachte, sie mache nur Spaß. Als sie bereits im Auto vor Roberts Haus saßen, begannen die Freundinnen zu streiten, ob sie das Verbrechen überhaupt begehen sollten. Sie waren sich einig, dass sie zumindest ihr Geld zurückhaben wollten, das sie für die Reise ausgegeben hatten. Mit dieser Absicht betrat Britney das Haus ihres Großvaters und griff dann zu dem Messer, das sie mitgebracht hatte. Nachdem sie ihrer Mitbewohnerin alles erzählt hatte, weinte Bernadette unkontrolliert. Ob es Tränen der Schuld oder der Angst waren, dass man früher oder später für jedes Verbrechen mit dem Verlust der Freiheit bezahlen muss, ist nicht bekannt.
Bernadette verriet ihre Beteiligung an der Tat, indem sie einen Beitrag in den sozialen Netzwerken veröffentlichte. Die Geschichte meines Lebens. Ich wusste, dass ich es besser nicht tun sollte, aber ich habe es trotzdem getan. Sie veröffentlichte diesen Beitrag nur wenige Stunden, nachdem sie an der Tat gegen Robert Whitwell beteiligt gewesen war. Eine Zeit lang gelang es den Freundinnen, ihre Verbrechen zu verbergen. Sie beiden versuchten, sich so unauffällig wie möglich zu verhalten, um die Aufmerksamkeit der Polizei nicht auf sich zu ziehen. Nach ihrem Geständnis bat Bernadette ihre Mitbewohnerin, niemandem von ihrer Tat zu erzählen. Aber wie heißt es so schön, wenn zwei Menschen ein Geheimnis kennen, ist es kein Geheimnis mehr. Die Mitbewohnerin erzählte das schreckliche Geheimnis sofort ihrer Freundin, die es wiederum jemand anderem verriet. Und so ging es weiter. 3 Wochen nach dem Tod von Robert Whitwell führte ein anonymer Anruf die Polizei zu Brittany, Bernadette und Shelby. Alle 3 wurden verhaftet. Es wurde nicht bekannt gegeben, wer sie den Behörden gemeldet hatte, aber es gab viele Menschen, die wussten, was passiert war. Jeder von ihnen hätte also seine Freundinnen bei der Polizei melden können. Nach der Festnahme der Verdächtigen musste die Polizei Tanya, der Tochter von Robert Whitwell, mitteilen, dass Brittany zusammen mit ihren beiden Freundinnen wegen der Ermordung ihres Vaters verhaftet worden war. Als die Frau davon erfuhr, war sie schockiert und konnte zunächst nicht begreifen, was geschehen war. Tanya war sich sicher, dass es sich um einen Irrtum handelte und Brittany bald freigelassen werden würde. Aber die Polizei hatte zahlreiche Beweise, darunter den GPS-Navigator des Mobiltelefons und etwa 1000 Textnachrichten, die Brittany, Bernadette und Shelby ausgetauscht hatten. Erst nachdem sie die Nachrichten zwischen den Freundinnen gelesen hatte, in denen die Details des Überfalls und des Raubüberfalls besprochen wurden, begriff Tanya endlich das ganze Ausmaß der Situation. Sie selbst hatte ein Monster in diese Welt gebracht, das Hand an einen geliebten Menschen gelegt hatte. Die von Trauer überwältigte Mutter konnte nicht verstehen, wo sie einen Fehler gemacht hatte, welche Warnsignale sie bei der Erziehung ihrer Tochter übersehen hatte. Jeden Morgen wachte Tanya schweißgebadet auf und hoffte, dass der Albtraum bald vorbei sein würde. Aber er hörte nicht auf, denn es war die harte Realität ihres Lebens. Zusammen mit ihrem Sohn Ryan versuchte Tanya, sich mit Brittany zu treffen und mit ihr zu sprechen, tief in ihrem Herzen, immer noch hoffend, dass ihre Tochter nichts damit zu tun hatte. Aber ihr Anwalt teilte ihnen mit, dass Brittany nicht mit ihnen sprechen wolle. Mehrere Monate lang war die Familie verwirrt und hatte keine Antworten auf die Fragen, die sie quälten. Die Angehörigen glaubten dennoch bis zum Schluss nicht, dass Brittany Robert Whitwell tatsächlich getötet hatte, bis sie schließlich selbst vor Gericht gestand. Im Moment der Wahrheit stellten sich die Mutter und der Bruder nicht auf die Seite der Verbrecherin. Sie waren schockiert und konnten den Verrat nicht verzeihen, im Gegensatz zur Familie Bernadette. Die Eltern von Brittany's Freundin machten sie nicht für den Tod des älteren Mannes verantwortlich. Sie gaben illegalen Substanzen die Schuld und waren der Meinung, dass es Bernadettes schädliche Sucht gewesen sei, die sie zu dieser Tat getrieben habe, als wäre es nicht ihre eigene Entscheidung gewesen. Nachdem die Nachricht über die Ermordung des 81-jährigen Robert Whitwell an die Öffentlichkeit gelangt war, war Australien schockiert. Der Fall machte landesweit Schlagzeilen und löste eine Welle der Empörung aus. Vor Gericht bekannten sich alle 3 Täterinnen schuldig. Um das Urteil milder zu gestalten, versuchte Brittany's Anwalt, die Schuld auf American Horror Story zu schieben, eine Fernsehserie, die sie angeblich zu der Tat an ihrem Großvater inspiriert habe. So wurde das Verbrechen übrigens auch in den Nachrichten bezeichnet. Aber wie ein Held aus einem Horrorfilm sagte: Filme machen keine Psychopathen. Filme machen Psychopathen selektiver. Brittany hingegen beschuldigte ihren Großvater in ihrer Verteidigung der Anwendung von Gewalt. Diese Behauptung kam aus dem Nichts. Sie tauchte erst nach einem Gespräch mit dem Anwalt auf. Tanya und Ryan bestritten vehement, dass dies jemals geschehen sei. Nicht nur, dass Brittany ihrem Großvater das Leben genommen hatte, sie versuchte auch nach seinem Tod seinen guten Ruf zu schädigen und sein Andenken zu verunglimpfen. Die junge Frau selbst schien nicht zu begreifen, wie schrecklich das war. Letztendlich wurde Brittany Jade Dwyer zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 21 Jahren verurteilt. Nach dem Prozess übermittelte Brittany über ihren Anwalt eine Entschuldigung. Wahrscheinlich war sie nicht über den Tod ihres Großvaters und die Trauer ihrer Familie verzweifelt, sondern
über ihr eigenes ruiniertes Leben. Der Rechtsbeistand von Bernadette betonte, dass sie die Tat nicht geplant habe und zum Zeitpunkt des Angriffs auf Robert nicht einmal im Haus anwesend gewesen sei. Bernadette wurde vor Gericht nicht als kaltblütige Mörderin dargestellt, sondern als junge Frau, die von einer Abhängigkeit von illegalen Substanzen betroffen war und in eine ausweglose Situation geraten sei. Dennoch verurteilte der Richter sie zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit, nach 13,5 Jahren auf Bewährung freizukommen. Shelby erhielt die geringste Strafe, weil ihre Reise mit Brittany nach Adelaide mit einem völligen Reinfall geendet hatte. Shelby erklärte zudem, dass sie niemandem davon erzählt habe, weil sie nicht an die Ernsthaftigkeit von Brittany's Absichten geglaubt und alles für einen Scherz gehalten habe. Letztendlich verurteilte der Richter sie zu 17 Monaten Freiheitsentzug auf Bewährung. Die Folgen des tragischen Todes von Robert Whitwell waren verheerend. Seine Frau, die in einem Altenheim lebte, folgte ihrem Mann aus dem Leben scheidend. Tanya verlor nicht nur ihren Vater, sondern auch ihre Tochter, die sie sehr liebte. Die Frau konnte Brittany ihre Grausamkeit nicht verzeihen. Roberts Bruder Jeffrey verlor nicht nur einen geliebten Menschen. Nun muss er mit dem Wissen leben, dass er seine Nichte Brittany bei der Beerdigung getröstet hatte, die seinem Bruder das Leben genommen hatte. Die schwierigen Beziehungen innerhalb der Familie führten zu einer Tragödie, die für alle Beteiligten unauslöschliche Folgen hatte. Auch wenn Roberts Verwandte mit dem Urteil zufrieden waren, wird es ihnen nicht das Gefühl von Integrität und Geborgenheit ihrer Familienbande zurückgeben und ihre Herzen für immer durch den Verrat gebrochen lassen. Sie müssen für den Rest ihres Lebens die Last der Verantwortung für die Tat von Brittany Jade Dwyer tragen. Nun steht Tanya vor einer schwierigen Aufgabe. Soll sie ihrer geliebten Tochter vergeben, dass sie ihr einen geliebten Menschen genommen hat? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.